Vor ziemlich genau 6 Monaten, da habe ich ein Video veröffentlicht und zwar ging es um das Jimmy R9. Und zwar ist Jimmy R9 ein Wasserfilter und hat nichts mit der neuen Staffel auf Sky von Jelis und Jimmy zu tun. Und wir haben jetzt den Nachfolger hier, den Jimmy R9 Pro, und über den werden wir gleich reden. Aber lass uns Stück für Stück vorangehen. Ich möchte erst noch mal einen kleinen Abriss zum Thema Wasserfilter machen. Das ist tatsächlich eins meiner beliebtesten Videos auf diesem Kanal. Darum, wenn ihr alles zum Thema Wasserfiltern wissen wollt, ich verlinke das Video unten. Kurzer Abriss: Wasser in Deutschland hat an sich eine sehr gute Wasserqualität. Es ist eines der besten, ja, Wasser, die man aus der Leitung bekommen kann, auf der ganzen Welt. Trotzdem gibt es ein paar Probleme. Es gibt immer wieder Medikamente und Co., die dort ja, nachweisbar sind. Gerade Babypille und sowas ist im Wasser gut nachweisbar. Und was mein persönliches Thema ist, dass das Wasser natürlich immer getestet wird und sehr gut ist, aber ja immer nur an bestimmten Stellen. Und dazwischen sind noch irgendwelche alten Rohre, irgendwelche alten Leitungen. Und wie gut das Wasser bei einem zu Hause ist, das weiß man nur, wenn man es testen lässt. Von daher, ja, Wasser in Deutschland ist sehr gut, aber so ein Wasserfilter, der filtert halt wirklich alles raus. Und wir haben hier halt einen Osmosefilter, das ist so quasi das Beste, was man bekommen kann. Es gibt dann natürlich noch verschiedene Abstufungen. Es gibt extrem teure Geräte, die man sich in seinem Haus installiert, die mehrere tausend Euro kosten. Ähm, Die Geräte liegen ungefähr bei 400 bis 500 Euro. Also wir haben hier noch einen deutlich niedrigeren Preis, auch wenn das natürlich immer noch eine hohe Summe ist. Aber das ist so mit das Beste, was man sich zu Hause hinstellen kann, wenn man einen Wasserfilter will. Und bitte kauft euch keinen Brita-Filter oder so einen Quatsch. Ich habe es eben schon angesprochen, es gibt auch Wasserfilter, die man installieren kann. Da gibt es ganz verschiedene Varianten, auch günstige, die man sich an den Wasserhahn machen kann. Die teuren für mehrere tausend Euro, die man sich in den Hauswirtschaftsraum stellt und die quasi das ganze Wasser filtern. Wir haben hier so ein Countertop-Gerät. Also ihr seht, das ist hier einfach in meiner Küche. Das steht hier wie die Kaffeemaschine. Dahinter ist einfach die Steckdose und wir haben hier einen Wasserkanister, den ich quasi einfach abnehmen kann. Also wir nehmen das hier hoch, nehmen das ab und können einfach das Wasser rausnehmen und können es quasi den Rest wegschütten und können es wieder auffüllen. Das geht sehr einfach, das geht sehr schnell. Genau. Natürlich ist das Bequemste immer noch, wenn es alles über den Wasserhahn kommt, aber das ist schon relativ einfach alles zu machen. Und der nächste Vorteil ist, man kann das Gerät, solange man eine Steckdose in der Nähe hat, einfach überall hinstellen, wo man das möchte. Also ihr seht das gerade nicht, aber das Jimmy R9, das steht jetzt quasi hinter mir. Wir haben noch so eine Kücheninsel und das steht einfach da und es kann einfach da stehen und ich brauche es nicht irgendwie installieren. Man kann das auch sich ins Büro stellen, wenn man möchte, ins Gästezimmer, wie man das möchte. Ihr müsst einfach nur daran denken, dass das Gerät regelmäßig durchlaufen muss und den Filter durchlaufen muss. Also das jetzt einfach irgendwie im Gästezimmer stehen und wochenlang nicht bedienen, das bitte auf keinen Fall machen. Dann noch ein ganz kurzer Abriss zur Firma Jimmy und ein kleiner Disclaimer. Dieses Video ist von Jimmy gesponsert. Was ich aber dazu noch sagen muss, ist, ich habe ja dieses Video mit der Osmo Fresh vor vielen Jahren gemacht, oder vor vielen nicht, aber vor einigen Jahren. Habe dann mir immer mal wieder gedacht, boah, eigentlich möchte ich gerne noch mal was zum Thema Wasserfilter machen, weil das bei euch hier anscheinend sehr gut ankommt, das Thema. Dann ist Jimmy vor einem halben Jahr auf mich zugekommen, hat gesagt, ey, wir haben hier ein neues Gerät, willst du das mal testen? Habe ich gesagt, klar, gerne. Habe das bekommen und seitdem ist das bei uns einfach im Einsatz. Also die Osmo Fresh ist in der Ecke gelandet. Habe das auch jetzt schon mehreren Leuten privat empfohlen. Und jetzt kam Jimmy wieder auf mich zu und hat gesagt, hey, wir haben jetzt das Jimmy R9 Pro. Willst du das nicht mal wieder testen? Und ich habe gesagt, klar, ich bin super begeistert davon. Mega Kooperation, wo beide was von haben. Und Jimmy gehört zu der Firma Kings Clean. Und also eine chinesische Firma. Die Firma gibt es seit 1984, arbeitet für namhafte Hersteller, ist also
sehr bekannt, ist etabliert, ist nicht irgendein Temu Express Quatsch, sondern wirklich was Hochwertiges, was ich auch mit gutem Gewissen empfehlen kann hier. Auch die Sachen von Osmo Fresh und so, auch da kommen die Geräte teilweise aus China und so. Also ihr müsst auch immer genau schauen, nur weil das dann irgendwie eine deutsche Brand ist, ist das nicht immer unbedingt alles in Deutschland produziert. Und wie gesagt, ich habe das jetzt seit einem halben Jahr im Einsatz, das alte Gerät, aber nicht die Nicht-Pro-Version, und ich bin sehr begeistert. Was da noch hinzukommt, ist, dass die Filter von dem Jimmy, man muss ab und zu mal die Filter wechseln. Ich habe das andere Gerät ja jetzt ein halbes Jahr, musste bisher noch nicht einmal wechseln. Es gibt da so eine kleine Anzeige, 1, 2, 3 Filter, und der sagt einem dann, wann man die wechseln muss, und bisher war es noch nicht der Fall. Genau. Und die sind auch noch günstiger als bei Osmo Fresh. Also quasi das Langzeitinvestment, das ist ja nicht nur der einmalige Preis für das Gerät, sondern das ist halt auch, sind die dauerhaften Kosten, weil man immer mal wieder die Filter nachbestellen muss. Genau. Und die sind hier halt günstiger als bei der Konkurrenz. So, kommen wir jetzt endlich zum Jimmy R9 Pro. Und wir fangen erstmal mit den Vorteilen an, beziehungsweise mit den Unterschieden zu dem Vorgänger. Und die wichtigste Funktion, die wir hier haben, die versteckt sich hier unten drin, und das ist eine Kühlfunktion. Und normalerweise kommt das Wasser raus und es hat Raumtemperatur. Bei dem anderen Jimmy-Gerät kann man hier noch die Temperatur sehen. Das sieht man hier jetzt leider nicht mehr in der neuen Variante vom Display. Aber die liegt meistens so bei 23 bis 25 Grad, halt bei der Raumtemperatur, oder wenn das Wasser halt frisch aus dem Wasserhahn kommt. Ja, wir sind jetzt hier im Winter, jetzt natürlich kalt, irgendwo bei 15 bis 20 Grad. Wenn ich hier jetzt das Kühlding anmache, das machen wir später nochmal an, dann ist das Wasser kälter, und ich habe das hier nochmal gemessen mit der Temperatur. Und jetzt sind wir hier aktuell bei 15 Grad, und es steht jetzt aber hier auch schon 5, 6 Minuten. Also ich komme mit dem Kühlsystem aktuell so auf um die 13 bis 15 Grad. So, da hat sich irgendwie gerade der Gimbal verabschiedet. Genau, wir kommen auf 13 bis 15 Grad. Und wenn ich mir hier das Wasser aktuell anschaue, es hat halt Raumtemperatur, also so 24, 25 Grad. Ja, keine Ahnung, was der Gimbal hier macht. Was wir hier auch noch an Unterschieden haben oder an Vorteilen ist, dass der Tank einen halben Liter mehr fasst. 5,5 Liter anstatt 5. Ist halt nochmal eine ganze Flasche voll. Also ja, ist super praktisch, wenn man natürlich ein bisschen mehr Wasser noch hat. Und das, obwohl quasi hier noch unten das Kühlsystem drin ist, was es echt praktisch macht. Also das Design ist auch ein bisschen anders, das schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Und was ich ganz praktisch finde, dass die Kindersicherung, die ist jetzt einfacher zu drücken. Vorher war das irgendwie eine Tastenkombination, die ich mir nicht so gut merken konnte. Und jetzt kann man da einfach länger drücken, und dann kommen wir hier in den Sperrmodus. Und jetzt kann hier kein Kind mehr rumspielen, was ich auch sehr praktisch finde. Genau, ansonsten haben wir noch ein paar Unterschiede. Also ich zeige noch einmal ganz kurz, wie man natürlich jetzt hier in den Wassermodus oder in den Kaltmodus kommt. Hier oben ist so ein Button, der heißt Cold. Und da drücke ich drauf. Auch so 5 Sekunden, und dann sieht man da oben so ein kleines Zeichen. Und dann hört man auch schon das Gerät. Ich habe da mal das Dezibel-Messgerät dran gehalten. Das sind so ungefähr 55 Dezibel. Das ist ähnlich tatsächlich zu meiner Eistonne von der Lautstärke. Es ist wahrnehmbar. Also wir haben hier eine Wohnküche und man hört das schon. Also das muss man auch dann sagen, das ist jetzt nicht ultra leise. Und was man auch sagen muss, das gekühlte Wasser ist nicht hier drin. Das, was hier in der Karaffe ist, ist immer gleich kühl. Muss irgendein Mechanismus sein, der dahinter steckt, weil das kalte Wasser kommt quasi nur hier raus. Also wenn ich jetzt quasi hier es runterstelle, das auswähle, dann kalt auswähle und dann kommt es hier raus. Genau. Ist jetzt auch schön kalt.
im Endeffekt gibt es hier oben so eine Anzeige. Wenn die nicht mehr blinkt, dann ist quasi die Kühlung beendet. Also dann ist es kühl quasi. Dann ja, hat er wahrscheinlich dahinter seinen Tank gefüllt mit dem kühlen Wasser. Aber ihr seht jetzt, wie ich das eben gemacht habe, wenn ich das jetzt mache und ich fühle das hier, ich erzähle hier keinen Mist, dann ist es kalt und ich kann mir einfach kaltes Wasser ziehen. Und jetzt, genau, das Wasser kommt aber irgendwie trotzdem, wird hier rausgezogen. Die Technik dahinter habe ich noch nicht ganz verstanden, wie er das dann am Ende genau macht, was jetzt am Ende wie, wo, was gekühlt wird. Es funktioniert aber und das sehr zuverlässig, genau. Und jetzt räumen wir hier einmal um und dann stelle ich mal die beiden Geräte nebeneinander, damit wir die auch mal vernünftig vergleichen können. So, wir haben jetzt hier beide Geräte nebeneinander, Jimmy R9, Jimmy R9 Pro. Und man sieht direkt, dass der Formfaktor ein bisschen anders ist. Wir machen das jetzt auch mal ein bisschen wie der Held der Steine. Und zwar holen wir unseren Zollstock raus und messen mal die Breite. Also bei dem Jimmy R9 haben wir eine Breite von ungefähr 33,5 und beim R9 Pro haben wir eine von knapp 38. Also man braucht theoretisch ein bisschen mehr Platz. Es hat bei uns jetzt genau gepasst, es hat bei uns jetzt überhaupt nicht gestört. Und von der Tiefe haben wir hier ungefähr 23 und bei dem anderen sind wir auch bei ungefähr, da sind wir bei ungefähr 21. Also ich muss gestehen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so ein Unterschied ist. Auf den ersten Blick ist das jetzt uns im Alltag nicht aufgefallen, dass wir hier große Unterschiede haben. Aber es ist ein kleiner Platzunterschied, den man noch bedenken muss, gerade in sehr engen Küchen. Was man auch sieht, ist für mich eine wichtige Änderung, ist das Display. Also technisch ist es, glaube ich, dasselbe. Also ihr seht, die sind ungefähr gleich hell, wobei, ich habe das Gefühl, der neue sieht auch schon ein bisschen hochwertiger aus. Ja doch, es ist ein bisschen heller und ein bisschen schärfer. Das hatte ich so, im Alltag ist mir das noch gar nicht aufgefallen. Was ich aber sagen muss, dass ich das alte Design vom Display ein bisschen cleaner und übersichtlicher finde und auch logischer. Also ich hole nochmal hier mein Wasser her. Es ist irgendwie einfach zu verstehen. Ich habe links die Temperaturen, 6 verschiedene, und rechts 6 verschiedene Mengenangaben. Und dann wähle ich meine Temperatur aus, wähle die Menge aus und dann geht's los und dann kommt das heiße Wasser auch schon raus. Und bei der rechten Variante, bei der neuen Variante, habe ich hier oben die Varianten mit diesen Glassymbolen. Und dann wähle ich meine Temperatur aus. Also am Ende ist die Logik immer dieselbe, aber ich persönlich bin eher ein Fan von diesem cleanen, ohne diese Symbole. Und was man auch noch sagen muss, Jimmy hat so ein paar Sachen geändert. Also wir haben ja zum Beispiel einmal die Cold-Funktion, für die ja Platz geschaffen werden muss im Display. Und die Lock-Funktion, die war wohl extrem wichtig für viele Leute, was ich verstehen kann, die aber vorher anscheinend ein bisschen zu komplex war. Ich erinnere mich jetzt auch schon nicht mehr daran, was man drücken musste, damit sie einloggt. Und daraus resultiert erstmal, dass die Wassertemperatur weg ist. Kann man mit leben, ist okay, wäre natürlich schön, wenn sie noch da wäre. Was aber... Der Display wird immer automatisch, irgendwann verliert er also geht er in den Ruhemodus. Was aber mir fehlt persönlich ist zum Beispiel, es gibt eine Menge weniger. Also man hat jetzt hier die 60 nicht mehr, die hat man jetzt rausgenommen und auch die 90 fehlt. Also wir haben hier nur noch 4 versus 6 Mengenangaben. Was ich ein bisschen schade finde, gerade ich habe das oft mal kombiniert, irgendwie 200 plus 60 oder so, weil es auch, und es ist immer noch ein großer Wunsch von mir, dass das irgendwann mal in Zukunft kommt, man kann nicht individuell die Menge anpassen. Das wäre nochmal ein großer Wunsch für die Zukunft. Das geht weder bei dem Jimmy R9 noch bei dem R9 Pro. Wir können auch noch mal kurz hier die Wassertanks, die stelle ich mal hier zur Seite, so, jetzt holen wir die noch mal her. Und hier sieht man auch den neuen Formfaktor. Der ist deutlich unterschiedlich. Also der ist hier halt breiter
und dadurch, dass er halt breiter ist, muss er nicht mehr so hoch sein und dadurch passt natürlich das Kühlgerät dann besser da rein. Und ich muss sagen, ich finde es in der Handhabung ein bisschen praktischer. Also das Gerät ist jetzt seit 2 Wochen ungefähr, ich weiß gar nicht genau, 2 Wochen ungefähr im Einsatz. Und ich finde dieses tiefer liegende irgendwie angenehmer als dieses hohe. Also da muss man irgendwie so komisch greifen. Ich finde das angenehmer, auch einfacher, obwohl mehr drin ist. Das ist aber eine persönliche Einschätzung. Ich mag das ein bisschen lieber. An sich, aber ansonsten ist es quasi, ist die Technik genau die gleiche. Was auch gleich ist, das sind die Karaffen. Das sind diese BPA-freien Tritanflaschen oder Karaffen. Das ist quasi dasselbe Material wie bei Babyflaschen, also wie der Bums hier, damit das quasi alles ja, hochwertig ist und alles, was man für Babys kauft, ist natürlich immer 10-mal besser als für uns Erwachsene. Und da gibt es halt verschiedene Karaffen und ihr seht, wir haben hier jetzt quasi, oder beziehungsweise die sind alle gleich, also das sind immer die gleichen Karaffen und die kann man einfach untereinander austauschen. Also, guck mal, ich weiß jetzt schon gar nicht selber mehr, welche, okay, die ist schon ein bisschen schmutziger, die ist noch neu und unbenutzt und die müsste jetzt auch in der Theorie einfach in das Neue passen und das tut sie auch. Also wir sehen hier, dass das Wasser direkt passt, also die neue Flasche passt ins alte und genauso gut müsste umgekehrt, das ist die alte, die müsste auch in den neuen reinpassen. Das heißt, wenn ihr irgendwie das Gerät schon habt und ihr wollt noch ein zweites haben oder was für eine Kombination auch immer ihr euch vorstellt, ihr könnt einfach die Kannen untereinander austauschen, was ich sehr praktisch finde. Genau. Und generell finde ich das ganze Kannensystem, das möchte ich auch nochmal erwähnen, von Jimmy extrem gut. Also das ist mein großer Vorteil, den ich hier sehe gegenüber der Osmo Fresh und anderen Konkurrenten, dass du immer schon dein Wasser fertig hast. Es ist immer schon bereit und man kann zusätzlich, also gerade dann für heißes Wasser, da braucht man dann natürlich immer unten hier die Wasserausgabe, dass ich mein heißes Wasser bekomme. Aber wir trinken 90% kalt und abends für unseren Tee nehmen wir heiß. Und das ist einfach das Beste. Ich brauche nicht den Wasserkocher anmachen, wir lieben das. Aber wenn jetzt zum Beispiel morgens einer Wasser nimmt, also wir haben hier immer unsere Flaschen, die wir immer auffüllen. Und das ist halt genau ein halber Liter. Und dann war das immer so, dass ich dann zum Beispiel morgens bei der Osmo Fresh meine Flasche aufgefüllt habe und dann kam meine Frau und dann hat sie gesagt, hey, das ganze Wasser ist leer, weil wir haben dann immer so eine Karaffe genommen, die wir hier haben. Und dann war immer die Karaffe unter dem Osmo Fresh und das sah erstens nicht so schön clean aus. Und dann war halt immer das Wasser leer, wenn der andere das haben wollte. Und das war ein super Nachteil. Und jetzt mache ich das einfach hier wieder rein. Ich mache meine Dinge, gehe hoch ins Arbeitszimmer oder was auch immer. Die Karaffe füllt sich wieder auf und dann hat man, ja, kann der nächste kommen oder die nächste kommen und hat wieder das volle Wasser. Und was hier noch hinzukommt, beide Geräte, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht, aber beide Geräte haben hier noch so einen UV-Filter drin. Das heißt, wenn das Wasser einmal hier komplett gefiltert wurde und es wieder hier drinnen landet, das ist der Nachteil zum Beispiel an dieser Karaffe, dann können natürlich die Bakterien und so sich alle wieder bilden. Und dadurch, dass wir hier einen UV-Filter drin haben, bleibt das Wasser quasi komplett clean und wir haben noch einen zusätzlichen Schutzfaktor. So, wir kämpfen heute ein bisschen mit der Technik, darum wechseln wir jetzt einfach aufs iPhone. Wechsle ich jetzt einfach mal in den Selfie-Modus und das ist meine Zusammenfassung nochmal. Also wann brauche ich was, ist vielleicht auch nochmal eine gute Frage. Wir haben jetzt hier zwei Preise und zwar liegt das Jimmy Air 9 Pro aktuell bei 500 €, aber im Moment gibt es Coupons, dann liegt er ungefähr bei 440 € und der Jimmy Air 9 aktueller Preis liegt bei exakt 350 €. Also wir haben hier knapp 100 € Preisdifferenz aktuell und
wir haben quasi zwei große Unterschiede. Wir haben, der wichtigste ist die Kältefunktion, die Kühlfunktion, und wir haben noch einen etwas größeren Wassertank und wir haben die schnellere Verfügbarkeit der Kindersicherung. Das heißt, wenn ihr sagt, ich brauche unbedingt eine Kühlfunktion, dann solltet ihr zum Jimmy R9 Pro greifen. Und wenn ihr sagt, nein, das brauche ich nicht, dann reicht natürlich auch immer noch das Jimmy R9, was nämlich auch ein Top-Gerät ist. Ich habe auch mal so das Messgerät hinten dran gesteckt an die Steckdose und habe mal geguckt, wie viel Watt der dann quasi hat, wenn das Gerät läuft. Wenn das Kühlgerät läuft, dann hat er so um die 60 Watt. Und das hat so ungefähr 20, 30 Minuten dauert das immer, bis dann quasi die Temperatur erreicht ist. Und das kostet irgendwie so 2 Cent oder so. Also ihr habt insgesamt, wenn ihr dauerhaft den Kühlmodus laufen lasst, natürlich ein bisschen höhere Stromkosten, weil er immer wieder kühlen muss und dafür sorgen muss, dass es kühl bleibt. Aber nach meiner Betrachtung waren die Energiekosten jetzt nicht so hoch, dass es irgendwie ins Gewicht fällt, was natürlich ein großer Unterschied ist zu der Eistonne draußen, die aufgrund der großen Menge an Wasser natürlich signifikante Stromkosten erzeugt. Genau, ich kann beide Geräte empfehlen. Jimmy R9 liegt bei mir seit einem halben Jahr voll im Einsatz. Jimmy R9 Pro habe ich jetzt die ersten 2 Wochen getestet und wird hier jetzt auch stehen bleiben. Ich wünsche euch viel Spaß damit und wenn ihr noch Fragen habt, haut es gerne in die Kommentare rein.